auch eine Horrorvorstellung, absolut. Komisch, komisch, komisch. Und dann steht da plötzlich einer im Gang. Terminator oder was? Wow. Aber das ist geil, das ist mal geil. Direkt hinterher rennen, direkt drauf zu. Es geht im Video um 5 scary things caught on camera in tunnels. Das Thumbnail ist auch sehr, sehr gruselig. Genau perfekt für uns, würde ich sagen. Gucken wir mal, was die Leute so in Tunneln gefilmt haben. The top 5 scary things caught on camera in a tunnel. The thing in the Risa tunnels. Project Risa was a mysterious plan by the German army to build a series of underground Mach mal Untertitel an, meine lieben Freunde. Structures in the Al Mountains of Poland during World War II. However, the structures weren't completed, leaving only a strange set of tunnels and caves. The true purpose of these creepy tunnels has never been discovered, because no documentation describing Project Risa has ever been found. In this video, a group of explorers are Projekt Riese. Da haben sie damals versucht, Tunnel und also geheime Tunnel und eine Unterkunft für Hubi zu bauen, aber die wurden nie groß genug. Hubi war immer zu groß, hat nie geklappt. Projekt Riese gescheitert. Trekking through the dark tunnels of Project Risa when they encounter another very bizarre Das cave sieht auch schon mit den Masken, sieht schon gruselig aus. explorer. What the fuck? Aber das ist geil, das ist mal geil. Direkt hinterher rennen, direkt drauf zu, weißt du? So müsste man es machen. Trotzdem sah es ein bisschen unrealistisch aus, fast schon. Weil es so heftig ist. Ist da ein Schnitt drin, wenn er die Lampe hell macht? Ist da ein Schnitt drin? Jetzt macht er ja die Lampe hell. Nee, es sieht durchgehend aus. Ja, sieht durchgehend aus, ja. Ja, ich glaube, es ist durchgehend. Ich habe geguckt, ob da ein Schnitt drin ist, aber ich sehe keinen. A 4chan-user attempted to brighten and stabilize the scary Könnte aber auch eingefügt sein, ich weiß nicht. video so that the strange creature could be seen a bit clearer. Aber wenn, dann ist es sehr gut gemacht, ist auf jeden Fall sieht gruselig aus. It almost looks like some small, scary thing running on 2 legs through the narrow tunnels. But what do you think? Could this be some strange German World War II experiment gone wrong? Is it some mysterious creature? Or is the whole thing just some good special effects work? Ich glaube, es ist gute Special Effects Arbeit, aber es sieht trotzdem sehr gruselig aus. Stand by me. 3 boys decide to explore a train tunnel near Odell Lake in Oregon. Even though they have flashlights, the tunnel is so dark they can barely see more than a few feet in front of them. Boah. At first, they take their time, leisurely strolling on the tracks. However, as they get deeper into the tunnel, they realize that it's much longer than they originally thought. They seem to get a bit nervous and start to jog, trying to reach the other end of the tunnel sooner. Nervousness soon turns to... Boah, das ist echt übelster Horror. Stellt mal vor, ihr geht in einen Train-Tunnel rein, der ist länger als ihr erwartet habt und ihr wisst nicht, kommt der jetzt gleich ein Zug? Alter. Das ist richtig krank. Ich krieg schon Panik bei der Vorstellung. The panic, and one of the boys says this. Hold on. I thought I heard something. Where's the door? We're probably barely halfway. Boah, ich würde so rennen, ne? Ich würde um mein Leben rennen. What if a train started coming right now? Less than 1 minute later, his question is answered. Oh mein Gott. It's a train! Zug kommt wirklich.
I'm gonna get on the side. Ja, wer hätte ich auch gemacht. The boys jump into the muddy water next to the tracks, and as the train roars toward them, they press themselves tightly against the tunnel wall. Alter, ey. Der Sound schon so, ne? Das ist... Luckily, the three boys make it through the train passing without a scratch. And hopefully, after this incident, they won't take a stroll through any more train tunnels. So, have you ever had a near-death experience like this? Also das feiere ich auf jeden Fall. Ist jetzt kein Geistervideo, aber ich feiere es trotzdem, dass das mit reingenommen hat, weil es halt so ein krasser Moment ist irgendwie. Ja. Ist irgendwie cool. So, let me know down in the comments. The Descent. The Russian YouTube channel Beyond features a guy named Nick who explores creepy abandoned places. In one episode, Nick explores a series of narrow caves with his friends. The tunnel openings are so small that he actually has to take off his backpack to make it through the tight passageways. But as he's removing his gear, his friends continue ahead. He calls out for his friends, but no answer. Ребята! Ребят! Auch eine Horrorvorstellung, absolut. Ребят! Boah, so eng auch, ey. Boah. Bist du so, hast du klaustrophobische Neigungen? Nee, ne? Ich glaube, dann könnte man sowas auch gar nicht machen. Ja, bin auch schon durch Höhlen gekrochen. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Aber guck mal, Berghard könnte da im Stehen durchlaufen. True Story. Hey, Katakomben war der Einzige, der keine Rückenschmerzen am Ende hatte. Ich weiß, er hat mich auch schon vorgewarnt. Ich schreibe ja ab und zu mit dem. Ja, ich glaube, für dich wäre es echt die Hölle. Es wird für mich die Hölle. Und dann auch nur 8 oder 9 Stunden da unten sein, ey. He's left alone, lost in the cave. Nick has to crawl on his belly right underneath sleeping bats to make his way through the caves. Плиты с дыркой. Ой, блядь, какая хуйня там. Ой, бля, я так испугался, ребята. Смотрите. Fledermaus. As if all that weren't enough, strange things start to happen as he explores. First, his camera suddenly begins to act up while filming one particular alcove. Мне кажется, ребята пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь. Ой, это камень. Да хули я так боюсь. Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Как будто моторчик камеры завелся и начал ходить туда-сюда. Then, when he's trying to climb up a cliff, it almost seems like someone is throwing rocks down at him. Спустился с этой горы. А теперь в такую же гору надо подниматься. Ох. Ребят! Einfach The Forest in Real Life. Ja, ist so. Jetzt kommen da die Kannibalen. It gets even worse when his light begins to die and he starts hearing strange noises in the cave. One is so loud it sends him running blindly in the dark, but he doesn't get far. Viele haben auch gefragt, Katakomben 2.0, da wird es bald mehr Infos zu geben, Leute. Das wird ein riesen krankes Projekt, habt ihr noch nie gesehen, so auf YouTube. Da wird es bald mehr Infos zu geben, aber da kann ich jetzt leider noch nichts zu verraten. Моменту
Я хочу сказать, что здесь тупик, и мне надо возвращаться побыстрее назад. Фух. He decides to give up looking for his friends altogether and go back the way he came. But once he gets back to his backpack, even more bad news. Someone or something has been rummaging through his stuff. What the fuck, okay. Was hat sein Zeugs Ой, все. Ja. Okay, das ist schon creepy. Что за бред? Hä, das ist echt gruselig. Что за Krass. Меня все вытащили из рюкзака. Was? Меня все вытащили из рюкзака. Wow. Вроде ничего не взяли. Alter. Ребят, здесь кто-нибудь... Hubi liegt da hinten. Okay. Krass. Könnte auch Vielleicht ein Tier gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, irgendein Tier vielleicht, ne? Есть, ребят. Nick claims that even though he didn't notice it at the time, his camera seems to have caught glowing eyes watching him from the dark of the cave. But what do you think? Nick definitely caught some scary things on camera, but are they all real or fake? And are these really eyes or just some shiny rocks catching the glow of his flashlight just right? Schwierig. Ich glaube schon, dass da irgendwas ist, könnte aber auch ein Tier sein. Final destination. Ja, aber die Frage ist, am Anfang hat er ja gesagt, er wollte zu seinen Freunden da runterklettern und hat seine Freunde da nicht mehr gefunden. Was ist, wenn die Freunde den einfach geprankt haben? Mit den Steinen, mit dem Verteilen. Ich glaube eher, dass er dann vielleicht das gefaked hat oder so, ne? Dass die Freunde da doch hinterhergekommen sind oder so, vielleicht auch. Ich weiß nicht, schwer zu sagen, ne? Todesborg. Now, when I first watched this video from Russia, I thought, wow, this motorcycle guy is crazy to be weaving in and out of traffic in a tunnel at that speed. And then I realized he was riding a bicycle and that he was actually way crazier than I had even imagined. Typ auf dem Fahrrad rusht da die Autos vorbei. What the hell? Auch wieder kein Geistervideo, glaube ich, aber trotzdem krank. Der wäre RIP, sag ich dir. Was? Oh. Hä? Alles gut? Terminator oder was? Alleine da durchzufahren. What the hell? Was ist denn mit ihm? Wie geht das? Also das ist halt, das ist echt dämlich. Das ist echt dämlich. Hält er sich nicht da fest oder was? Now I know some people will say, hey, it's extreme sports, it's cool, and so what if he wants to risk his life? So allow me to point out 3 other things that make this guy scary and dangerous to everyone on the road. Number 1, he's weaving in and out of traffic, cutting people off, which means someone could swerve to avoid him and have a wreck themselves. Number 2, that sign that he crashes into and breaks when he almost impales himself on the board sticking out of the truck, well, that's a warning sign that warns other drivers that the truck is carrying an extra long load. That way someone doesn't accidentally drive up too close at a stop. Echt hart dämlich, was der macht. And those boards don't go through their windshield like the logs in that freaky Final Destination scene.
but he just broke it, so now there's no warning at all. And number 3, little known fact about this video, this tunnel that he's driving through is actually the Lefortovo tunnel in Moscow. Now you know that YouTube video called the Tunnel of... Natürlich Russland. Wo auch sonst. Alter, ey. Death, where it shows all these cars having random horrible crashes for no reason? Well, this is that tunnel. It's nicknamed the Tunnel of Death because even under everyday driving conditions, cars often lose control due to water and ice on the road. Krass. So this is a scary video in many ways. At least that's my take. Let me know your opinion down in the comments. Grave encounters. 3 guys were exploring a tunnel under an old abandoned asylum in Canada when one of the trio, named Matt, suddenly disappears. They turn back to look for him, but Matt is not there. Matt? Oh, I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt! Following us? Why is he behind me 5 seconds ago when he was there? You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Man sieht halt super wenig. What the hell? Just go, take the right, take the right, take the right. Wirkt auf mich sehr gestellt. Es wirkt schon geschauspielert, ey. Und dann steht da plötzlich einer im Gang. Take the right hand, sir. Video uploaders suggest that this figure dressed in what looks like an old hospital gown could be the ghost of a former asylum patient. Now, I've searched, but the source on this video is a little sketchy, with some saying that it's actually from the abandoned Anoka Insane Asylum in Minnesota, not Canada. So if you know the original source of this video, please let... Ja, guck mal, kann nicht mal die Quelle feststellen von dem Video. Also das spricht schon für sich. Let me know down in the comments. Komisch. Komisch. Ja, Daumen nach oben auf jeden Fall hier. Nukes Top 5 haben wir schon ganz lange nicht mehr drauf reagiert, aber war trotzdem sehr geil. Auch wenn 2 Videos nicht dabei waren,